Ja, hallo, wir machen weiter. Ich habe nach der letzten Folge noch schnell das Banditenlager ausgeräumt. Da oben ist noch eine Tür, die ich nicht auftun kann im Moment. Ich muss beim nächsten Upgrade-Punkt unbedingt die Schlösserknacken verbessern. Die Abwehr wäre sicher auch kein Seich, aber bis jetzt geht es relativ gut. Mein Schuss ist so stark, dass ich hoffentlich selten in die Abwehr komme. Ich gehe da nochmal rauf. Hier oben sind auch noch Gebäude. Für das wir echt gar nicht da sollten sein, läuft es nicht so übel. Es gibt einfach hier Gegner, die hauen mich mit einem Schlag weg. Die super mega Viecher da. Das irgendwie Gegner, ja. Sie haben nicht so viel Schaden bei mir. Es gibt ihm irgendwie einen negativen Effekt, wenn ich mit dem reinschieße. Jo. Sie sind gestorben. Was ist denn das? Sicher noch mehr. Ich glaube, da sind noch mehr. Jetzt finde ich die Gegner nicht mehr. Sind die alle verbrannt? Hier habe ich geschossen. Die sollten hier rumliegen. Riffelchen. Das ist auf diesem Boden schwierig zu erkennen. Weil schau mal, da ist wahrscheinlich eine Mission drin. Wenn es will laden. Dann müssen wir später wahrscheinlich nochmal her. Oder ober. Achtung, da ist noch Königin. Wie sie dann noch hudelt. Ich weiß nicht, ob ich da schon rein soll, weil gescheiter nicht. Ich glaube, ich bleibe ein bisschen bei der Mission. Räume einfach ein bisschen Gegner weg, weil die geben hier enorm guten Erfahrungspunkt. Das sind wirklich schon alle. Die verbrennen alle. Da habe ich schon geschaut, oder? Wir brauchen das. Wir müssen immer noch 10'000 Stutz zusammenbringen. Für die Infoscheibe. Tote Soldaten. Ist nix.
Auch nicht. Ja. Ist vielleicht noch ein Plakat oder so. Gut, es kann sein, dass in diesem Gebäude der Auftrag ist von ihm. Muss da mal schauen. Muss ich für ihn hier ein Buch oder irgendjemand finden oder so. Jo. Okay. Die Ruhe vor dem Sturm. Gehe ich mal nicht runter, da komme ich nicht mehr rauf. Schnell auf die Karte schauen. Müsste man wahrscheinlich unten durchlaufen. Schnell schauen, da vorne hat es auch wieder Gebäude. Das könnte aber ein guter Plünderer haben. Und Scharfschützengewehr ausrüsten. Sicher noch mal ein kleiner. Was sind die anderen? Ich sehe sie nicht. Oh, da ist einer genau bei mir. Irgendwo hier war einer bei mir. Ist der schon im Gras am Schlafen gewesen, neben mir? Vorne ist der Gross. Und da ist noch kleiner. Looks like we're doing this. Oh, da kommt noch einer. Oh, nochmal einer. Ich kann es wirklich so wie am Moment unbesiegbar machen, Mensch. Aus der Asche. Das ist sicher. So, können wir da mal schauen. Da Redenbrücke und da vorne aber auch. Okay, da ist nichts mehr. Dann können wir die noch auftun.
Haben wir irgendeinen Gebäudeschlüssel schon gehabt? Jetzt kann sein, dass hier auch eine Mission ist, dass ich den Schlüssel habe. Ich könnte die alle löschen. Soll ich? Ich hoffe, das hat irgend mit einer Mission zu tun, wo ich Daten muss löschen muss. Normalerweise kannst du das nicht. Und da ich sie ja schon angeschaut habe, brauche ich sie eigentlich nicht mehr. Die gehen nicht auf. Darauf gehen wir dann am Schluss. Jetzt können wir einfach ein bisschen alte Waffen mal verkaufen, wenn wir irgendwo sind wieder. Jetzt austauschen mit neueren, aufgelevelteren. Und mein Original-Sturmgewehr im Schrank hat vielleicht Level 5. Und die ich jetzt gefunden habe, so fast Level 19 oder so. Bitte mal auf. Geld. Das ist super. Jetzt will ich irgendwo mal ein bisschen Dietriche kaufen. Manchmal verschwindet es, manchmal kommt es wieder. Ich hoffe, wir haben nichts übersehen. Das könnte ich auch noch ein Upgrade machen, dass ich die Sachen von weiter weg sehe. Aber ich will so viele Sachen und bekomme nur jeden zweiten Level Charakter. Hello? I hear boots out there. Wait, can rats wear boots? Wie ein Raptidon fauchen. Ja. Oh, thank the Eternal. I'm Huxley. Hux if you're lazy. I'm stuck. My friends and I were scavenging here, and a Meta Queen showed up. Then Raptidons. It was a void-blasted mess. I ran in here, and, now the door's locked. Little help? Ja, vielleicht muss ich noch aufsteigen, bevor ich die Tür auftue. My buddy had a key, but I ain't heard him in a while. He locked me in here and took off. Probably got munched. So look for a dead guy, I guess. Or a rat. Maybe it's in a rat belly. Gross. Ja, es kann sein, dass wir den schon haben. Ja, Oh, much obliged. wir helfen schon wieder einem Plünderer. Phew. Thank you so much. It was getting all stuffy in there, and I was getting a mite lightheaded, and I think maybe I was gonna die. Now I'm out here, and I'm headed back to Amber Heights. Ikonoklasten. Nehmen wir es jetzt nicht. What? I ain't got nothing on me.
How's about a heaping helping of appreciation and respect? Irgendwann. Ja, wir nehmen die Anerkennung. That's true. Okay, fine. Here. Oh, sure, I'm a runner. I'm used to getting all dizzy and... Hey, who's your identical, slightly blurry friend? Die ist irgendwie auf Stoff. Ja, wir lassen sie leben. Thanks a lot, mister. Wir lassen sie leben. Flamethrower. Der hat sicher auch höheren Level als der, den ich... Ich habe enorm viel aus meinem Lager jetzt verkauft. Also wir bringen die 10'000 heute zusammen. Dass wir noch 10'000 Stutz haben für so eine komische Infoscheibe, dass die Missionen weitergehen. Die Geschichte bleibt dort hängen. Das haben wir ja alles, oder? Komische Spiegelungen. Und du bist drüber ab. Kommst du nicht raus hier oder so? Ui. Jungs, voraus. Wie viel wirklich rum sind. Here we go! Ooh, that had to hurt! Der Gross kommt jetzt mal vor der Seite oder so. Nein. For the best! Wir werden ihn recht gut her im Moment. Oh cool, aber ich darf ja kein Geld ausgeben. Sachen verbessern. Also ich kann ein paar Mods installieren. Schon nicht mehr. Bitmodul. Schlafen lassen wir. Chaos Regal, was ist das? Sollen wir mal anschauen. Das ist wahrscheinlich etwas, was du nehmen, wenn du down bevor du down gehst. Modifizieren hier. Ja, kritischer Schaden. Schock. Die Magazinkapazität. So. Das ist alles gemoddet, wo geht. Da fehlt mir ja ein Mod, glaube ich. Dürfte und darf ich nicht, aber schnell schauen. Ja, die Hälfte vom Geld habe ich. Wenn ich noch ein bisschen Zeug verkaufe aus dem Schrank. So, mehr als verbraucht. Mal schauen, was wir könnten zerlegen. 12. So.
zu viel nicht. Das ist zum Beispiel besser, könnte die eine Begleiterin dann noch geben. Das ist schon höher gelevelt. Ein paar gute Waffen, gell? Die ist zum Beispiel auch viel besser. Die ist Level 2, wo wir letztes Mal bekommen haben. So, ein paar Waffenteile, falls man mal etwas flicken muss. Aber hier ist wirklich nichts mehr. Schade. Der Schrank ist schon leer. Okay. Manchmal liegt ja noch so kleine Zeug am Boden rum. Im Haus ist auch nichts. Ja. Der kann hier rauffliegen. Jetzt habe ich gedacht, Mann, was kommt da für einen Gegner? Das bringt aber jetzt nicht viel. Dass man von hier oben kämpfen sollte. Irgendetwas anklicken. Die Tür ist ja da nicht zu öffnen. Springen nicht. Ah, nein, da ist aber etwas. Ein kleines Bitmodul. Müssen wir dann auf die Hinterseite schauen. Was ist das? Versiegelt. Ich muss noch auf die Karte schauen. Schon wieder Gegner. Steigen schon bald wieder auf. Da kann man rauf. Da kann man aber auch runter. Ich habe das Gefühl, schießt jemand, aber es ist der Roboter, der hinten raufkommt. Au! Ich denke, das muss ich haben. Nein, da bin ich ja schon gewesen. Schön. Schon mal die andere befreit. Nichts Bein verknackst. Habe ich die? Mit Gängen immer noch etwas, was man nicht gesehen hat. Warten, bevor ich gegen die kämpfe. Zuerst hier schauen.
was, jetzt macht es wieder Mine oder etwas. Man könnte natürlich von erhöhter Position geben. 126 messages. 120 contaminant. Die Waffe ist stärker geworden durch die Mods. Die Chance auf einen kritischen Treffer hat zugenommen. Die verschwinden so doof, wenn sie verbrennen. Das ist der Nachteil von dieser Waffe. Da ist noch einer. Scoured with prejudice. Die Hausbild da. Drachenschanzenschimmel. Oh, da lebt ja noch. Required. Nix. Schau. Sieht ruhig aus. Da auf der Brücke. Ich glaube, wir haben es geschafft. Die Grossen geben halt einfach mehr Erfahrungspunkte, die Kleinen geben nicht so viel. Das sieht vor allem mal noch intakt aus. Geht es nicht ins Wasser? Ich weiss nicht, ob man das überlebt. Es kommt irgendein Viech auf Ristigen. Rising. Concentrated amount of scum present ahead. 3000 Erfahrungspunkte nur für jetzt. Nix. Nö. Das alles für ein Küchli. Herzkuchen muss ich holen und irgend so einen Auflauf. Mantisaur. Er macht deutlich mehr Schaden, aufgeladen bis fast 500, die ich jetzt habe. Mit erhöhter Chance auf kritischen Treffer.
Ist ja wieder aufgestiegen. Da stinkt doch was. Was? Ah ja, das können wir aber jetzt endlich machen. Und zwar Schloss knacken. Wir gehen auf Level 50. Da ist eigentlich einer von meinen Kollegen aufgestiegen. Ich weiß nicht, ob die nur im Schiff können aufsteigen können. Oh. Scheiße. What do you think you're doing? Ich habe nicht gewusst, dass das... All right, don't let me catch you here again. Entschuldigung. Das Maschinengewehr. Die bleiben da, hä? Scheiße. Jetzt zeigt es aber die beiden Ziele, beide hier. Sonst jetzt das immer auf... Nur hier oben angezeigt. Jetzt mal genau zu dem. Watch your step if you venture outside the walls. Keine Sache. Got any news from the rest of Halcyon? You don't look like Sublight. Must be freelance. Sie vorsichtig sein mit Looten. Das sieht sicher niemand. Ich frage mich, ob das wirklich jetzt als Stelle zählt, wenn mich niemand sieht. Ich sehe, der hat gefüllte Taschen mit unserem Zeug. Das ist für gar nicht. Das kann sein, dass auf der anderen Seite der Kiste weg sein. Aber hier auf jeden Fall nicht. Hallo. Ich übertreibe es jetzt nicht. Hier wird irgendein Wissenschaftler. Das ist wahrscheinlich auch noch Mission. Bar. Ooh, you're the new face. Wow, you must be up on all the latest tossball games. So who do you follow? Wait, don't tell me. You look like a Hammersmith Thunder fan. No, Glacial H Mammoths. Kennen die nicht? Aren't they just? When I get to worrying about the marauders outside, the raptidons chewing at the walls, I just turn my transceiver up to drown it all out. Most of the time it's static on account of the frequency being clogged up, but sometimes it's tossball. You get to listen to games all day? Stellar Bay really is a paradise. It's pretty swell, but it's a whole lot better with company. Say, I don't think I've seen you before, and I'd remember that face. I'll try not to be a stranger then. Name's Felix, by the way. You should stop by more often. The games are always better when you've got someone to celebrate with. Sounds like a good time. I wouldn't mind bringing a couple drinks and settling in for the pennant match. Look at me, getting carried away again. So, what can I do for you?
Graham's always filling the airwaves with this propaganda, like it's done him any good. All it means is the tossball games get to us in fragments. Makes them real hard to watch. Ich darf nicht Hey there, handeln. Felix. What can I do for you? Du magst doch Felix, könntest gäbig mit mir handeln. Will sie nicht. Schon stellen. Alles gestohlen hier. Was ist das? If Velma's capable of... Hello, dearie. Why, I don't believe I've seen you before. And with sweet cheeks like those, I'd remember. What can Auntie Abigail do for you? She works over at the fishery next door. Quite the hard worker, but she's got a bit of a temper. Why, just the other day, I heard her shouting from here. I can't imagine what set her off. Oh, but here I go again, running my mouth when it's none of my business. Was there something else you needed? Yes, indeed. Someone's got to keep Stella Bay's people healthy and energized. Oh, but I am. I get to see plenty of my neighbors here, and I do dearly love a little gossip. If Velma's capable of running the warehouse, she can certainly pick up her own caffeinoid. With Brax missing, she's working doubles and needs a little edge. Wir werden wiederkommen. You stop by anytime you like. Hat Lust, am Schluss alle die Siedlungen und Dinge da abzuballern und schauen, was passiert, wenn eigentlich alle Killer schon in dieser Welt. Weil die mit Namen sollten eigentlich nicht mehr respawnen. Wouldn't know. I made it a point to stay out of her way. Fabrik. 31 Meter in die Richtung wäre die Mission. Meter. Ich würde sagen hin. Help! Someone's been killed! Was sind, wo der eine gerufen Help? Ist der da? I think I'm gonna be sick. No! I just stepped in a dead man's blood. And I think one of the flies landed on my mouth. If you're going into the apartments, do not go into the lower one on the right. That's where the body is. Now, if you'll excuse me, I need to go contemplate a hot shower. Ist das ein Tipp? Unten links, also da. Wo ist die Leiche? Der schlaft doch nur. Jetzt da nicht. Aber nicht jetzt. Stadt liegen. Schau jetzt. Murder? Hey, is this the part where we go hunting for clues? Body bag dispenser empty. Please replace sack reel before disposing of Aber hier nicht. corpses. Schade, die möchte ich gerne. Sieht mich irgendjemand? So Dietrich muss rein.
Kommt ja von einer neuen Mission an. Magnum. Das nehme ich noch. Der hat keinen Kühlschrank gehabt. Das ist das anders. Jeder Müll hat er gehabt. Nein, der hat keinen Kühlschrank gehabt. Mission machen. Whoa! Herzkugelein. I just about pissed my jumpsuit. Most people don't. We're used to folks swooning at our feet. You don't gotta be embarrassed. A healthy survival reflex is nothing to be embarrassed about. Besides, this place is enough to try anyone's nerves. Where should I begin? With the oversized mantisaurs? Or perhaps the rap spewing acid at our walls? The board was right. This place isn't fit for human habitation. And I was a fool for staying. That was a real popular meal 10, 20 years back, before the board tucked tail and ran. These days, everybody's had a belly full of salt tuna. They all want borscht. And the mushrooms, well, not many venture out of town, what with the monsters hereabouts. I can whip one up for you, but it'll cost. Here's a menu. Ich brauche Geld. Das ist ja der Hammer. Soll ich einschüchtern? 3000 Bits, ich will 10.000 mitnehmen hier. Whoa, hold on, Okay. Leak contained. My stars. Look, Captain. This is the best I can do without putting myself out of business. I'm mighty glad you reckon so. This is gonna take about an hour in the oven. Nothing I can do to speed it. That's just how cooking works. There we are. Now, if you don't mind, I really need to take a leak. Das ist zum Kotzen, dass ich das muss zahlen. Shit. Können wir das Geld gerade alles wieder durchlassen, was wir hatten? Hier ein bisschen so verstellen. Okay, alright, dann rein. Oh. Das sieht sicher niemand hier oben. Das Lager ausräumen. Das Zeug wird eh nur schlecht da oben. Sogar was sie auf dem Klo da liegen ist, Diebstahl. Okay, wir haben irgendwo einen grünen Punkt gehabt. Warum ist jetzt der verschwunden? Ich sehe ihn hier nicht mehr. Jetzt Kühllein da. Holen wir Kuchen. We don't mehr get mit many Leuten reden, weil outsiders. einige haben ja Jobs. Well, well. The only new folk I ever see in town are sublight runners from Fallbrook. But you don't look like one of Catherine's. What can I get you? All sales are final, unless you threaten me. I'm kidding. Don't threaten me. Verkaufen. Was bietet
sie eigentlich an? Ja, so ein bisschen höher gelevelt. Die habe ich noch nie gefunden, High Society Zigaretten. Tabak, Mais, Chips. Also eine langt da. Die haben wir auch doppelt. Die auch. Da habe ich eigentlich schon eine. Die haben wir da top. Ui, Stufe 21 und die, das ist meine, die ich aufgelevelt habe. Die verkaufe ich mal. Die kostet zu viel Geld irgendeinem Punkt. Mal weg. Kann weg. Stufe 10 eigentlich auch. Alles muss raus, ja. Das 0,70. Das gibt nichts, wenn ich die verkaufe. Schön. Do your part to support the local. What can I? Verschüttet. If you don't see it, I don't got it. Nein. Was habe ich jetzt gekauft? Leichte Munition, okay. So, schauen wir mal, ob wir einen Schrott haben aufgenommen. Was ist denn das? 14, 15. Das schon haben. Das wäre auch mal etwas, da könntest du schnell die Haut verhärten. Es gibt 4 Stutz, das ist nichts. Schießen wir mal raus. Als ihre Andrehung. Hier noch schauen, wer Jobs hat. Watch your step. In Zukunft so. We don't get many outsiders. Could I get a greeting and welcome to Monarch Stellar Industries, producers and purveyors of the finest salt tuna in Halcyon. What can I do for you today?
Not at all. Mr. Nandi treats us all right and pays us well. I just spent most of my paycheck on Raptidon acid. Laws, no. Sometimes it's canid teeth, or mantis worm wings. Whatever Sebastian has in stock, really. So I can talk to him, of course. He doesn't get going about much else. Sort of the strong, silent type. Unfortunately, my apartment's kind of filling up with his stuff. And some of the neighbors are complaining about the smell. Would you? I'd appreciate that so much. Maybe don't tell him I wanted you to ask. Just that you met this really nice lady named Celia, and she seemed... Oh. Etwas für die Zukunft, Malde. Breathes through his nose real slowly. I'd better get back to work. He doesn't talk much, but he's got this quiet intensity, you know? Like there's stuff going on inside his head that you have no idea about. Plus, he's got great legs. It's hard to find a man who doesn't skimp on lower body exercises. You think that's what I'm looking for? You're funny. Not in Stellar Bay. Everyone else who isn't taken either smells like salt tuna or they're my boss. Besides, a man with a good smile and a proportionate upper to lower body ratio isn't something to pass up. Sorry, sometimes I get carried away. Well, new business turns up at last. Celia, didn't I tell you our new statistics-based advertising model would be a hit? That you did, sir. How can yield improvements of 26.7% not quicken the pulse? How can 32% cost savings not moisten the loins? You've often posed these very questions. Clear my schedule. This newcomer has a meeting with me. Celia, will you make a note of that for my self-review? Very generous. Noted. But not so generous I can't drive a good bargain. Now, who sent you? Rizzo's, perhaps? Or Auntie Cleo herself? Hiram? Why, he's probably still out at Devil's Peak. Not that he's had the courtesy to notify me, at any rate. But if you're here for him, I suppose that means you aren't here for Saltuna. Now, there's no need to humor me. I'm used to this particular letdown. I had hoped that livening up our advertisements with enticing figures would draw the other corporations back to our bosom, but it seems we're back to the drawing board. Because he's scared to go it alone. You need the board to hold your hand and tell you everything's gonna be okay. Ain't that right? Surviving alone isn't as easy as it looks. Thanks to the so-called hazard clause, Monarch has been cut off from the board's resources and protection for 10 years now. We've kept ourselves in business by trading with individual corporations, but given the off-the-books nature of those transactions, such arrangements are precarious. You talk like Graham. Can't imagine why you'd sneer at the notion of a free colony. Could it be because you're an agent of the establishment? I used to be young and idealistic too, but you can't run a city on high-minded ideals. Well,
Mr. Nandi here has a rather ingenious plan to get MSI restored to the board. On our terms, mind you. Are you out of your mind? You can't just go crawling back to your old masters. Well, we can't continue to subsist like this either. And if our advertising scheme hasn't borne fruit, then perhaps it's time we took matters into our own hands. Ja, der falsche Begleiter dabei für die Gespräche mit ihm. Da wäre da der religiös gut. It's true, our Celia is an alarmingly competent middle manager. At any other company, she'd be wasted in data entry. The plan she refers to is a two-pronged approach, and the first part involves seeing Stellar Bay properly defended. With a Bolt 52 cartridge, of course. If you can get us what we need to rejoin the board, starting the Bolt 52, we'll be able to become one of the most productive and secure cities in Halcyon. And you'll have a powerful ally on the board. Oh, yes. I'm going to be up all night with this. All those blanks waiting to be filled, boxes waiting to be ticked. Try to control yourself, sir. Have you any idea how powerful this is? Corporations have been toppled with less. What a question! Bureaucratic micromanagement is the only way anything gets done in Halcyon, and proper documentation is a key part of that. For our part, a bill of liquidation/transfer Form 52 will protect our holdings on Monarch by temporarily assigning them to a pass-through entity once we drop our bomb on the board. Wait, we're dropping a bomb on the board? Sort of. Really, we're just going to blackmail them into offering us a seat at the table. But really, whatever gets you excited about the idea, it's definitely a firm middle finger. That's what I like to hear. I have reason to believe that one of the other corporations is operating on Monarch, illegally and in secret. The board just can't let Monarch go, huh? If we can find proof, I can use that as leverage to encourage certain powers that be to accept our Bolt 52 and reinstate us on the board. You really think so? I admit I've been hatching this scheme for quite some time. I just needed someone capable to help me carry it out. If someone is operating here, then Catherine's almost certainly supplying them out of Fallbrook. Perhaps she could be convinced to tell you where they are. Oh, I imagine you do. But as much as I love your can-do attitude and dangerous gravitas, Catherine handles all of our shipments. So it would be best if you could leave her in one piece. Is that how you people put it? Once you, subtly work out where this corporate facility might be, bring back proof of its operation. Maybe some nice letterhead. Or someone working there. That would do it. A foolproof plan if I ever heard one. I'll leave the execution to you. This has been my albatross, the great shame of my career. I give MSI everything. My work, my youth, my left kidney, and for years, I was a joke to them. One of the executives required a transplant. I thought volunteering to donate might improve my prospects. Apparently not. Oh, perhaps they were right. After all, what have I built? Stellar Bay is barely keeping afloat. I hadn't thought of it that way.
But perhaps there's something to that. Thank you for that. Was there something else? Then it's good that I keep such meticulous notes. I've asked myself the same thing many times, especially seeing as the legal mechanisms we employed were part of the board's own bylaws. Not intentionally, though that's technically true. For many years, this planet was home to as many corporations as Terra 2. But back then, it was known as Terra 1. As you may have noticed, this planet has more than its share of hazards. And as the other corporations began to tally their losses, they decided to pull out. MSI's leadership at the time certainly thought so, but there were others of us who saw an opportunity. The chance to improve working hours and conditions, to reform MSI from the ground up. It's humane, but it's also good business sense. Exhausted, sick, and malnourished workers are not productive workers. Even a cursory review of the data bears that out. Anyway, we learned of a loophole in the corporate bylaws that would allow MSI to claim ownership of the entire planet once the other corporations pulled out, creating the perfect environment for us to enact these new reforms. No, they laughed in our faces and insisted we'd be relocating to Terra 2, along with everyone else. Yes, some of us stayed behind, and as the most senior executive remaining, I ended up in charge of what was left of MSI. I moved forward with our planned reforms, as well as our strategy to assume ownership of the planet. Yet not long after I renamed it Monarch, the other corporations dislodged us from the board and began an official campaign to paint us as lawless savages. I don't think I realized how far they'd stoop. Everything we did was legal and above board. We followed their rules, and yet they still found reasons to declare us outlaws. Your first mistake was expecting the board to cut you a fair deal. I understand the sentiment, but if we can't rely on some sort of framework, then what do we have? I do think there's something useful in a governing body like the board. Something that keeps us from anarchy, but I dearly wish it functioned differently. He and his followers call themselves the Iconoclasts. Lawless anarchists, all of them. If anyone on Monarch deserves the reputation the board's pinned on us, it's them. It isn't just that they drain our people and resources. Every radical act they commit cements Halcyon's image of us all as destructive rebels and pushes us further from the rest of the colony. So, what's the downside? Shall I begin with the supply shortages or the subtle but constant threat of annihilation? He's lucky the board doesn't take him seriously enough to keep more than a few UDL gunships patrolling Monarch. An Earth Directorate assault cruiser would change his tune. It's almost a shame we haven't seen one around Monarch in a long while. Why wouldn't anyone? They own nearly all the resources and infrastructure in Halcyon. Yeah, and once you go back to him, they'll own your dignity too. To be on the board is to be part of the colonial community, and being cut off means slow strangulation. I fear the MSI citizens who've been dissolved into Raptidon Cud would disagree with you. If membership on the board can ease our hardships and provide us with opportunities, then that's the path I mean to pursue. Besides, I'm hopeful that additional leverage on our part will allow us a more equitable relationship.
Indeed. I've discovered it's much easier to negotiate from a position of power. And I don't mean to leave MSI or its people at a disadvantage. My hope is to maintain the reforms we've managed here, and who knows? Perhaps once we're restored, we could spread them to other corporations. So, es reicht jetzt. Ich breche hier mal die Aufnahme ab. Das hört ja nicht mehr auf.